Herzlich willkommen, liebe Masters of the Universe Fans und Sammler, zu einem Special Moto-Video mit dem Titel Ein Jahr Moto Origins, unsere Zwischenbilanz und unsere bevorstehenden Änderungen. Es ist ziemlich genau ein Jahr her, nämlich im Mai 2020, dass die erste große Origins-Vorbestellungswelle losging, nicht nur in den USA, sondern natürlich auch hier bei uns in Deutschland. Ein riesen Raunen ging durch die Moto-Community. Ersten Vorbestellungen durften angenommen werden. Im Sommer kam die erste große Welle an Auslieferungen. Es ging ja bizarrerweise los mit Battlecat als erste Figur, die Wave 1 und. Dann kamen weitere neue Ankündigungen für Herbst. Castle Grayskull irgendwann wurde angekündigt, die Neuankündigungen inklusive der Deluxe-Figuren für das Frühjahr 2021 und so weiter. Und jetzt quasi ein Jahr danach. Ja, ein Jahr danach können wir ungefähr sagen, wie der Hase läuft oder nicht läuft. Es gibt halt positive und negative Erfahrungen, die wir gemacht haben, seitens Mattel, seitens auch unsere internen Abläufe. Genau. Aber natürlich auch teilweise das Kundenverhalten. Und da wollen wir jetzt einfach mal euch aufklären, euch aufzeigen, wie das so abläuft und eben, was wir dann für Änderungen planen. Ja, ich bin jetzt seit Dezember ja hier, also ungefähr die Hälfte der Origins-Zeit und habe da schon am ersten Tag einfach gemerkt, was das für ein Riesenvolumen einfach ist und dass man da teilweise ganz schön ins Schwitzen kommt. Das stimmt, ja. Wie Tobi gerade schon gesagt hat, es läuft natürlich nicht alles ganz cool an diversen Ecken und Enden. Da wollten wir jetzt mal mit euch in Ruhe drüber sprechen und einfach unsere Erfahrungen mit euch teilen. Bevor wir jetzt euch aber stellenweise so ein bisschen voll jammern, würde ich sagen, ist es uns schon sehr wichtig zu sagen, dass wir grundlegend mega geflasht sind und es ehrlich gesagt auch ich nicht nur Mattel selber, sondern auch ich oder wir nicht eingeschätzt haben, wie gut und wie krass die Origins-Linie abgeht und wie gut sie bei den Sammlern ankommt. Es hat uns schon wirklich immens überrascht und natürlich auch dazu geführt, dass wir nicht nur alte, teilweise jahrzehntelange Stammkunden bei der Stange gehalten haben oder glücklich machen konnten, sondern vielleicht zum Teil auch verschollen geglaubte alte Kunden wiederbelebt haben, ganz viele Neukunden dazu bekommen haben. An dieser Stelle halt natürlich ganz klar ein riesengroßes Dankeschön an alle. Und ich finde, es ist verwunderlich, wie viele Neukunden es einfach gibt, wie viele sich immer noch dafür interessieren. Die Origins-Droge, die Einstiegsdroge scheinbar zurück in das Masters of the Universum hat gut funktioniert und dabei muss man ja sagen, der von Mattel angestrebte parallele Release des vermeintlichen Kinofilms oder einer neuen Serie blieb ja bisher aus. Also es gibt ja eigentlich nur die Toyline und die hat einfach uns alle zack wieder das Feuer entfacht, bei denen zack der Schneider. Ja, bei denen es vielleicht auch schon ausgegangen war. Ja, und wir hoffen, dass ihr natürlich auch merkt, wie wir dem Thema große Aufmerksamkeit schenken und auch Bedeutung natürlich geben. In unseren YouTube-Videos, Instagram-Updates oder allgemein unsere Social-Media-Kanäle, der Moto Monday Newsletter. Genau. Also Moto ist und war schon immer ein Riesenthema einfach bei uns. Da wir uns einiges aufgeschrieben haben und das Video wahrscheinlich relativ lang wird, haben wir uns gedacht, wir machen es der Übersicht halber ein bisschen untergliedert in Kapitel. Dann könnt ihr entweder vorspringen durch die Skip Time Shift Whatever Funktion bei YouTube oder wenn wir im Nachgang was besprechen müssen, können wir da vielleicht auch die jeweilige Stelle besser finden. Ein Jahr des Moto-Wahnsinns. Lass uns doch mal drüber sprechen, wie die Warenverfügbarkeit ist, die Auslieferfrequenz und vor allem der Informationsfluss von Mattel. Ja, ich habe es ja eingangs schon kurz nochmal Revue passieren lassen. Es ging los mit der großen ersten Auslieferung, ich glaube es war Mitte August. Und dann hat Mattel eigentlich kontinuierlich geliefert. Gefühlt ist es halt so allgemein in der Community und natürlich auch bei uns, dass es immer zu wenig gibt. Das wollten wir ein bisschen gerade rücken und eigentlich auch das, was wir von Anfang an, was uns gesagt wurde und was wir auch versucht haben, immer wieder zu erklären.
es wird unterm Strich am Ende genügend da sein und Für alle. Für alle, genau. Jeder wird was bekommen. Natürlich, ich habe es auch gerade eben schon gesagt, ist seitens Mattel, den Eindruck haben wir schon, der Erfolg und der insgesamte Bedarf weltweit, kann man sagen, an Origins so ein bisschen unterschätzt worden. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, dass jede Fabrik, jede Produktionsstätte immer auch nur eine gewisse Kapazität hat. Und ich glaube schon, dass die ausgeschöpft wird. Aber die produzierbaren Mengen müssen natürlich weltweit an jeden, der irgendwo auf der Welt schreit, ob es jetzt ein Walmart in den USA ist, ein Smith Toys irgendwo in UK oder hier in Deutschland oder wir, jeder muss natürlich bedient werden. Und das verteilt sich natürlich entsprechend und dementsprechend ist es so, und das hat sich jetzt eigentlich nie geändert, vom ersten Tag bis, also als irgendwas ankam bis heute, dass eigentlich nie auf den Schlag die volle Menge kommt. Ne? Ja, also vielleicht machen wir ein paar Beispielzahlen. Stellt euch mal vor, wir bestellen jetzt von einem Battlecat, oder wir haben von einem Battlecat 200 Stück bestellt, also 200 Stück vorbestellt. Dann haben wir vielleicht, je nachdem wie es lief, haben wir vielleicht 80, 120, wenn es ganz geil lief, 160, 180 in der ersten Lieferung bekommen. Ja? Der Rest blieb logischerweise im Rückstand und wurde halt dann von Mattel irgendwann geliefert. Genau. Vielleicht auch nochmal auf mehrere Häppchen, das weiß man nicht. Vielleicht sollen wir auch kurz nochmal das Beispiel, die letzte Lieferung erwähnen. Ja. Mit Zodac, da steht ja auch noch einiges eigentlich aus. Genau. Und es waren halt 4 Stück dabei. 4 Stück dabei, genau, von noch, mindestens einer dreistelligen Stückzahl, die wir noch im Rückstand haben. So, wann wie viel kommt, weiß niemand und auch da würde ich Mattel ein bisschen in Schutz nehmen wollen gerne, weil auch die relativ kurzfristig natürlich das immer irgendwie zuteilen. Mattel Deutschland es vermutlich von dem weltweiten Kuchen selbst zugeteilt bekommt, relativ kurzfristig. Klar, die Sachen sind irgendwann auf dem Schiff, das heißt, man hat da immer eigentlich schon eine Vorlaufzeit von 4 bis 5 Wochen, allein Seefracht. Aber die haben ja auch nicht nur Motor zu verwalten. Jedenfalls ist es so, dass wir, und ich bin sicher, dass das so bleiben wird, die bestellten Mengen in Teilauslieferung bekommen. So, wenn wir jetzt von dem Battlecat sagen wir, es lief gut und wir haben von den 200 Stück als Beispiel 120 bekommen. Ich denke sowas, ja. Genau, dann merkt ihr aber schon, ne, wir sprechen hier von einer Erstmenge von 50-60%. Also irgendwas, ich sage mal zwischen 2 Drittel und 3 Drittel. Wenn wir bis zu dem Zeitpunkt natürlich viel mehr vorverkauft haben, ist es klar, dass wir nicht jeden Vorbesteller beliefern können, sondern natürlich reicht nur dieses erste Kontingent. Und dann geht es halt weiter und so entstehen natürlich für manche entsprechende gefühlt ewig lange, vermutlich Wartezeiten. Die wahrscheinlich am häufigsten gestellte Frage, Tobi, in den Anfrageformularen bei uns lautet: Wisst ihr schon, wann kommt ... Nein, wir wissen es leider nicht. Und es wäre auch vermessen, euch zu sagen, ja, nächste Woche. Also es ist wirklich so, dass wir, abgesehen, dass die Mengen unklar sind, dass wir auch wirklich, sagen wir mal, wenn wir eine konkrete Lieferung angekündigt bekommen, dann wissen wir es. Und dann sind es meistens Vorläufe von 2, 3, 4 Tagen. Ne? Also und da können wir dann natürlich konkret kommunizieren und konkret planen. Wobei man halt auch nicht weiß, kommt dann wirklich auch am Endeffekt die Menge, die sie uns ankündigen. Es hat meistens geklappt. Es gab mal einen Lapsus mit Tila. Das haben wir euch auch mal gezeigt, wo halt in den Evelyn Cases Tilas drin waren und so. Aber das ist natürlich dann nochmal diese kleine, Bad Case, Worst Case möchte ich nicht sagen, aber Bad Case Ausnahme. Ja, die Teilverfügbarkeit ist für uns eigentlich nichts Neues. Gerade wenn man an andere Hersteller oder so denkt. Also Mattel ist ja ein Riesenkonzern mit zig Fabriken weltweit. Aber natürlich haben, wie ich gerade schon gesagt habe, haben die auch Grenzen ihrer Kapazität. Wenn wir es vergleichen mit irgendwie, selbst Hot Toys oder auch mal 3-0 oder so kleinere Studios, da ist es für uns ganz normal, da kommt oft was. Hot Toys wartest halt 3 Jahre. Ja, abgesehen davon, dass du 2 bis 3 Jahre wartest, nach einer Ankündigung, nach einer Pre-Order-Phase, ist es tatsächlich nicht selten der Fall, dass das eben in Teillieferungen kommt. Und dann gibt es einfach Leute, die zuerst rankommen und dann welche, die warten müssen. Aber das ist wichtig, nochmal ganz klar zu sagen, für uns ist es alles normal, uns ist es wichtig, dass es bei euch einfach wirklich auch ankommt.
ganz wichtig auch nochmal dabei gesagt, wir mussten noch nie irgendjemand, zum Beispiel den Battlecat oder irgendwas von den Origins, absagen. Genau, also die Menge kam immer, natürlich in Teilmengen und in Häppchen, aber jeder, der bestellt hat, bekommt was. Man muss sich leider nur ein bisschen gedulden. Wir wissen, und auch unser relativ noch neuer Tobi hat es am eigenen Leib schon jetzt öfter verspürt, dass viele von euch da draußen mit dem Thema sich gedulden echt sich schwer tun und ja, natürlich sehr, sehr schnell flapprig werden, wenn irgendjemand irgendwo auf der Welt oder vielleicht sogar im Sammlerkollegenforum oder Facebook-Gruppe oder Nachbarort die eine oder andere Figur schon hat und er selber noch nicht. Aber wenn ihr vielleicht mal ehrlich seid und so ein bisschen in euch geht, ist es vielleicht gar nicht die wirkliche persönliche Ungeduld an sich, sondern vielleicht auch so ein bisschen das Aufstacheln, sich aufstacheln lassen, möchte ich schon fast sagen, durch die sozialen Medien oder sonst wie was. Und vielleicht kann jeder nochmal in sich gehen und drüber nachdenken, ob er sich wirklich so aufreibt an ein paar Wochen Wartezeit und sich da verrückt macht, weil es einfach 2 Wochen später er vielleicht seine Ware kriegt oder vielleicht auch 2 Monate. Aber deswegen geht die Welt, glaube ich, nicht unter. Geht nicht unter und nochmal auch ganz wichtig, was uns wichtig ist, weil wir auch da, du liest mir oft immer so die Anfragen vor, ne? Ich habe das und das noch nicht bekommen von euch, ist die Bestellung noch aktiv oder kann ich mich darauf verlassen, wird mir das storniert? Da sind wir so oft, ne, am Anfang so, wieso sollte euch irgendwas storniert werden von uns? Also wenn, dann sagen wir euch das schon, aber da auch nochmal wirklich die Lanze für Mattel brechen. Ja. Uns wurde noch nie von Mattel irgendwas storniert. Wenn wir eine Menge bestellen, dann kam die bisher. Ne? Wie gesagt, verteilt, aber es kam alles. Ich möchte es nicht ausschließen, dass das irgendwann passiert, aber bisher wurde uns noch keine einzige Position, noch kein einziges Stück irgendwie storniert. Wenn jetzt, und so wird es uns zugetragen, Amazon euch irgendeine Bestellung storniert, obwohl die vielleicht letzte Woche noch hieß, Auslieferung dann und dann auf einmal kommt ein Storno seitens des Händlers, können wir uns überhaupt nicht erklären. Nee, können wir uns nicht erklären. Wir können wirklich nur sagen, Mattel hat uns und mit Sicherheit auch niemand anderes irgendwas großmächtig storniert. Soweit würde ich mich jetzt aus dem Fenster lehnen und würde die echt so in Schutz nehmen. Und warum das bei anderen so ist, wissen wir nicht. Keine Ahnung. Lasst auch euch da, wie Tobi gerade schon gesagt hat, bitte nicht verrückt machen, verunsichern oder sonst was. Wer bei uns bestellt, hat bisher bei den Origins immer alles bekommen. Wir warten natürlich. Oder bekommt es noch. Oder bekommt es noch. Natürlich warten wir noch auf Mengen und wir sind zuversichtlich, dass die kommen. Änderungen kann es immer geben, das ist klar, aber bisher gab es an sich da keine Fehlmengen oder so. Was die Kommunikationsfähigkeit und natürlich auch die Interaktionsfähigkeit seitens Mattel angeht, ich glaube, da wünschen wir uns alle mehr. Gerade wir Händler, aber natürlich auch ihr als Kunden. Ja, da sollten Sie sich mal ein bisschen mehr ins Zeug legen. Ja, das auf jeden Fall. Also was mich zum Beispiel wirklich total kirre macht, bin ich ganz ehrlich, und wenn du das einem Kollegen in irgendeiner anderen Branche erzählst, wir kriegen halt eine Liste oder so oder eine Tabelle, ja, eine Art Bestellliste. Das sind Artikelnummern, irgendwelche schwammigen Bezeichnungen drauf. Die Charaktere heißen am Ende vielleicht anders oder halt die Version, ne? Hier Buzzsaw, Hordak und man wusste nicht genau, welche Version vom Hordak. Natürlich ein Preiscode und das war's. Also wir müssen Produkte euch anbieten, sollen, dürfen, wie auch immer, vorverkaufen, ohne Bilder. Ohne Bilder vor allem, ja. Teilweise ohne Text, ohne Spezifikationen, ohne Product Details und so. Da denk ich mir schon so, wow, das ist schon sehr bizarr und skurril. Müsste nicht sein, finden wir. Das finden wir so ein bisschen krass. Spricht natürlich wieder für die Community, dass die Leute und nicht in kleinen Stückzahlen die Sachen blind kaufen. Ja? Chapeau, also wenn das keine Fanbase ist, ne, dann weiß ich auch nicht. Ja, das ist echt krass. Aber das ist halt sowas, wo ich sage, Mensch, hey, wir haben auch einen Online-Shop zu pflegen und der soll eigentlich hübsch ausschauen und nicht mit irgendwelchen scheiß Platzhalterbildern immer nur gespickt sein für Monate. Das ist was, wo ich sage, hey. Und dann tauchen aber irgendwo Bilder auf vom fertigen Prototypen oder sowas, irgendwo auf der Welt. Oh, beziehungsweise verpackt schon irgendwie. Ja, wo man sich dann denkt, aber es gibt noch nicht mal Bilder.
Also irgendwas stimmt doch da nicht. Genau, und vermutlich sind ja die Produkte schon in Produktion oder vielleicht sogar schon fertig. Also das ist was, wo wir einfach sagen, so da ist die Abläufe und die Struktur so ein bisschen konfus. Da wünschen wir uns wirklich auch Verbesserungen einfach. Auch was du hast gerade schon gesagt, auch was die, ich würde sagen, Interaktion mit der Community angeht. Klar, es gibt jetzt mit der Pandemie natürlich keine Conventions und keine Veranstaltungen und so, da ist es natürlich blöd. Aber man könnte auch da ein bisschen mehr, vor allem jetzt in der mit Sicherheit nicht unbedeutenden deutschen Community oder Dachregion oder Europa allgemein, könnte man ein bisschen mehr sich ins Zeug legen. Ne? Und engagieren, ja. Ja. Ja, alles in allem, denke ich, müssen wir uns wohl damit abfinden, mit den Gegebenheiten, und es wird sich so schnell nichts ändern. Wir finden aber, man sollte sich, und das macht ihr auch nicht, die meisten von euch, man sollte sich die Freude an den Origins deswegen nicht vermiesen lassen, auf gar keinen Fall. Wie das jetzt so alles läuft, müssen wir damit leben. Ne? Genau, wahrscheinlich wird es halt einfach so ein Überraschungspaket immer bleiben. Ja, glauben wir auch. Und wenn wir mal ehrlich sind, finden wir doch alle auch ein bisschen geil. Dann sprechen wir doch mal über die Qualität der Origins. Die Figuren selber, top, kann man eigentlich nicht sagen. Sehen mega aus, auch die Qualität davon. Preis-Leistungs-Verhältnis einfach super, muss man wirklich sagen. Unschlagbar fast, möchte ich sagen. Da gibt es wirklich nichts zum Mäkeln. Außer dann eben vielleicht an den Karten. Genau, die Verpackungen. Da hatten wir, als die erste große Anlieferungswelle kam, im Sommer war der Motodad zu Gast. Liebe Grüße hier an Tobi. Da saß er hier mit mir im Studio. Da haben wir einen ausführlichen Blick auf die Qualität der Verpackungen, also die Stärke oder Schwäche der Karten geworfen, haben es auch mal mit den Super 7 Vintage-Figuren verglichen und so. Da könnte man natürlich sich schon wünschen, dass Mattel ein bisschen noch eine Schippe drauflegt an der Wertigkeit oder an der Qualität, auch was die Cases an sich angeht, also die Umkartons. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass sich da auch nicht viel ändern wird, haben wir zumindest den Eindruck, ne? Glaube ich nicht. Weil für Mattel, ne, das ist auch wichtig, dass wir das immer auf dem Schirm halten, ist es letztendlich Spielzeug, was sich, so wie Tobi auch gerade schon gesagt hat, auch am Preisniveau der Figuren widerspiegelt. Es ist ein Spielzeug, Massenprodukt. Ich glaube, für so die Konzern-Gurus ist es immer noch eben Toys und nicht speziell für den Collectors Market. Also es ist kein wirklich auf keinen Fall. klassisches Collectors Item in deren Augen oder in deren Verständnis. Wer verpackt sammelt, kommt teilweise an seine Grenzen. Wir haben leider immer wieder Chargen, die dann zerknickt, verdullert, verdreckt, wie auch immer sind. Manchmal nur von bestimmten Charakteren aber auch. Ne? Da hast du, Richtig. keine Ahnung, 3 Charaktere, 2 davon, also keine Ahnung, ich glaube so Stratos und Ninja war ganz okay und bei Hordak war es dann gerade Hordak, war dann ein Großteil halt wirklich nicht so cool. Ja, da wird's dann eng, ne? Auch natürlich für uns als Händler, da kommen wir vielleicht später nochmal im Detail ein bisschen mehr drauf. Alles in allem aber finden wir halt, es ist eine tolle Linie und gerade auch zu dem Preis, in diesem Preissegment kann man sich eine tolle, umfangreiche, lückenlose Sammlung anschaffen und aufbauen, ohne dass man gleich Millionen in die Hand nehmen muss. Und wenn ihr mal ehrlich seid, die meisten von euch kaufen es doppelt und dreifach. So, nachdem wir jetzt ausgiebig geklagt haben, kommen wir zu was anderem, zum Jammern. Ja. Gehen wir in den Jammermodus. Ihr wisst, dass wir als Fachhändler, und das ist uns einfach unsere Philosophie und unser Anspruch, dass wir natürlich den bestmöglichen Kundenservice bieten wollen. Wir wollen euch zufriedenstellen, nicht nur mit unserem persönlichen Service, sondern natürlich auch mit der Ware, die in euren Paketen ist, logischerweise. Ja. Und es ist nun mal so bei den Origins, dass, ja, ich würde sagen, mindestens 80%, ne, der E-Mails vorab oder halt auch in den Bestellungen, die Anmerkungen in den Bestellungen lauten: Bitte sucht mir, ich bin Sammler, bitte sucht mir makellose Verpackungen, bitte keine Knicke, keine Stresslines, keine Kratzer auf dem Ding, bitte auf perfekte Bemalung achten. Bitte alles perfekt einfach. Ja, genau, ja, natürlich. Also
Da kommen wir natürlich an, aufgrund dieser Probleme, die wir gerade angesprochen haben, mit den nicht stabil genug und ausreichend wertigen Verpackungen seitens Mattel, kommen wir natürlich an gewisse Grenzen. Wir haben halt leider keinen Orko in der Crew, der zaubern kann. So. Wenn ihr jetzt euch mal vorstellt, nehmen wir das Beispiel Merman, da haben wir uns tatsächlich auch ein original verschlossenes, True Story, noch nicht geöffnetes, Factory Sealed Case mit hochgeholt. Ich gebe dir gleich mal das Cuttermesser, Tobi. Wow. 4er Cases, also Solids, Origins, Merman. Wir gehen immer sorgsam um. Ja, öffnen mit Kettensäge. Da weiß ich zum Beispiel, ne, Merman, hast du mir auch noch nicht gesagt, Mensch, es flacken so viele Häufen geöffnete Merman-Cases. Ich glaube, keine Ahnung, wie viele Cases, da sind bestimmt 20 schon offen oder so, oder? Genau, du meintest, du hast suchen wollen, du warst jetzt irgendwie nur eine Viertelstunde. Einen gefunden, einen brauchbaren Merman. So, machen wir mal ein bisschen Zahlenspielerei. Stellt euch vor, wir kriegen 100 Merman geliefert. In, wie gesagt, einer Teillieferung, weil wir beispielsweise 240 oder was bestellt haben 200 vorverkauft oder sagen wir 150 vorverkauft. Na, wir kriegen 100 geliefert, können 50 Leute schon nicht beliefern. So, von den 100 möchten gern 80 makellose Verpackungen. Jetzt würden wir gern die ersten 4 Kunden bedienen, machen einen Case auf und dann sieht es, hol es gern mal einfach komplett raus, natürlich vorsichtig. Dann sieht es folgendermaßen aus. Jetzt kommt wahrscheinlich der Vorführeffekt, oder? Alle perfekt. Nummer 1, was würdest du sagen? Das ist hier unten abgeknickt. Ist minimal. So, Nummer 2 hast du hier schon. Na, das sieht schon richtig fies aus. Ne? Also das ist jetzt was, wo man auch, ich weiß nicht, wie gut ihr es in der Kamera seht, das ist jetzt auf jeden Fall was, wo keiner sagen kann, selbst wenn er eine Sehschwäche hat, aber du fühlst es, ist es komplett verknickt. Der sieht noch übler aus, würde ich sagen, der geht hier komplett eine Knick-Stressline, komplett über die komplette Kante und unten sehe ich auf der anderen Seite auch. Ne? Hier vorne ist es, hier oben ist es noch geknickt, hier sind auch noch Linien und zerkratzt. So, der unterste ist jetzt echt ganz nice. Der hat eine relativ geradlinige und gleichmäßige Karte. Hat jetzt halt, finde ich, hier oben so wenn man, je nachdem wie man gegen das Licht hält, Kratzer. Ja, da haben sie oben auch viele mittlerweile irgendwie so komische Kratzer. Ich weiß nicht, woher die kommen. Von irgendeiner Andruckpresse oder einer Sortiermaschine, keine Ahnung. Ja, genau. Oder von dem Lack oder wie auch immer. Oder also von der Anpresse, die das Blister auf die Karte klebt oder so. Man weiß es nicht. Also, jedenfalls. Wäre das jetzt einer, den wir einem Mock-Sammler oder so geben könnten? Der perfekt ist, sagen wir es mal so. Ne? Perfekt ist natürlich, liegt auch immer ein bisschen im Auge des Betrachters, aber ihr seht schon, es ist nicht einfach. Und wenn wir jetzt sagen, wir haben 100 Merman, wir wollen gerne 100 Leute beliefern und 80 erwarten perfekte Verpackungen. Ihr seht, wir sprechen jetzt hier von einer Quote von ein Viertel, 25%. Das heißt, von den 100 könnten wir 25 Leute in einem perfekten Zustand beliefern, haben aber 150, die das wollen. Ihr merkt, es ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. So, jetzt dreht sich der Teufelskreis, zieht jetzt aber noch eine größere Zentrifuge. Und zwar, jetzt stellt ihr euch mal vor, um bei dem Zahlenbeispiel zu bleiben. Sagen wir mal, wir haben 25, 30 perfekte Merman. So, jetzt liefern wir die aus, ne, bedienen so die ersten 30 Kunden, alles Chico. Jetzt würden wir die nächsten 5 ziehen. Ne? Tobi marschiert rüber ins Lager mit wieder 5 Rechnungen und will die ziehen. Und kommt halt an sowas. Hat aber eine Rechnung, also eine Bestellung, weil jetzt, keine Ahnung, sagen wir mal 4 Charaktere und ein Fahrzeug da ist, also es lohnt sich, ein Paket fertig zu machen. Und kommt halt beim Merman nach 4, 5 Cases immer nur an sowas. Dann ist die nächste Konsequenz, die uns wirklich immer mehr an die Grenze bringt. Wir kriegen diese eine oder diese folgenden Bestellungen nicht raus. Wir haben die Sachen theoretisch da. Ne? Wir benachrichtigen euch, sagen, hey, es kommt eine Lieferung, 100 Merman, du bist dabei. Aber wie die Qualität aussieht, wissen wir erst dann, wenn wir die Cases aufmachen. So, das heißt, es ist eigentlich alles vorbereitet. Ihr habt vielleicht diese Teillieferung schon bezahlt, wie auch immer, keine Ahnung.
Wir müssten nur noch ziehen, einpacken, gut verpacken, losschicken. Geht nicht. Das heißt, wir kriegen natürlich die ganze Bestellung, bestehend aus 4, 5, 6 Figuren, Warenwert, weiß ich nicht, 80, 90, 150 Euro, kriegen wir nicht raus. Weil 1 oder 2 Sachen einfach nicht mehr in einer Qualität da sind, die euren Ansprüchen genügt. Das heißt, im Grunde haben wir 75% Merman noch rumstehen oder rumliegen, die im Lager sind, die nicht rausgehen. Und zusätzlich haben wir dann noch von den 30 Kunden oder so, die auch noch verpackt sammeln, wo wir eben nicht bedienen können, den Rest ihrer Bestellung, die sie eben noch bei uns lagern. Das frisst natürlich alles Kapazität, natürlich auch Zeit und so, das ist schon klar. Irgendwo natürlich auch so ein bisschen die Angst, bleiben wir auf so eine Sachen komplett sitzen oder so. Was ich jetzt aber nicht glaube, weil letztendlich sind wir überzeugt, dass die alle weggehen werden. Das ist jetzt nicht das Problem. Vielleicht dann auch mal irgendwie so machen wir mal so einen Motu Origins Unpacker Sale nur für die Auspacker oder so. Keine Ahnung. Da machen wir jetzt noch gar nicht mal so den Riesenkopf drüber. Aber es führt halt auch dazu, dass die ja teilweise schon, sagen wir mal, relativ große Wartezeit, wie sie von euch empfunden wird, dann halt noch länger wird, weil wir es theoretisch da haben, praktisch, aber nicht euch zumuten wollen, können, dürfen, wie auch immer. Ihr seht also, das ist mitunter einer der Gründe, warum es so lange dauert und warum es auch so zeitaufwendig ist, die ganzen Ware zu verschicken immer. Ja, richtig fies, es geht noch weiter, wird es dann aber, wenn ihr zum Beispiel eine Vorbestellung platziert mit natürlich diversen Neuankündigungen und Komplettversand anklickt und vielleicht darauf tatsächlich auch besteht. Mit diesen ganzen involvierten Stolpersteinen, die wir jetzt gerade schon durchgekaut haben mit euch, ne? Diese ja zum Teil einfach nicht perfekt verfügbare Verpackung. Dann halt dieses nicht vorhersehbare Ausliefern. Also man weiß nicht, von 5 oder 6 angekündigten Charakteren kommen die alle gleichzeitig. Wahrscheinlich eben nicht. Wann kommen welche in welchen Mengen und so weiter. Wenn dann jemand auf seiner Bestellung Komplettversand ankündigt, ja, dann wird es halt richtig gruselig. Weil das ist halt in der Praxis eigentlich nicht durchführbar für uns. Und wie Tobi auch gerade schon gesagt hat, das ist auch das, das mussten wir uns ein bisschen anhören und lassen wir uns auch gefallen, aber wir versuchen es zu erklären. Das ist der Grund, warum auch wir manchmal warum wir so lange brauchen. Also warum wir dann auch noch so lange brauchen. Selbst wenn wir die Sachen da haben, wir tun uns echt schwer. Das klingt so scheiße, ne? Wir haben Origins unten im Wert von, weiß ich nicht, irgendwie einem ordentlich ausgestatteten, guten deutschen Mittelklassewagen, sage ich jetzt mal. Ja. Und wir kriegen es irgendwie manchmal nicht raus. Alles in allem haben wir jetzt eben festgestellt, dass wir bei den Origins deswegen keinen Komplettversand mehr anbieten können. Würde die Lagerkapazität sprengen, würde die Abläufe zu sehr blockieren, alles noch holpriger machen. Genau, und das ist halt eine Stellschraube, wo wir jetzt einfach dran drehen müssen. Ja. Ihr merkt also schon anhand dieses aus dem Nähkästchen Geplauderes von uns beiden, dass es natürlich echt, dass es echt eine Herausforderung ist, mit den Origins irgendwie einen coolen Ablauf zu finden. Jetzt kommt aber noch ein Punkt dazu, der bei uns, auch vor allem unten bei unseren Mädels und unserem Tobi, ich wollte schon sagen bei unseren Mädels inklusive Tobi, natürlich nicht, bei unserer Crew da unten, die richtig krass an der Front sitzt und auch so die Bestellungen halt abarbeitet tagtäglich, kommt jetzt folgender Punkt noch hinzu. Wir kriegen eine Ladung, sagen wir, ne? Und dann schnappen wir uns die ersten 20, 30, 40 Vorbestellerkunden. So, suchen vielleicht sogar schon die Sachen raus, blockieren die, reservieren die in ein Regal, machen schöne Zettelchen drauf und so weiter, bereiten die Rechnung vor, rechnen diesen Teilbetrag aus, fordern beispielsweise die entsprechende PayPal-Zahlung von demjenigen Kunden an. So, dann kommt entweder nichts als Reaktion, es kommt keine Zahlung oder es kommt vielleicht nach zweimal hinterher schreiben, nach 2 bis 3 Wochen irgendwann eine Antwort, die, wenn es ganz scheiße läuft, heißt, ich will die Sachen nicht mehr. Oder von
keine Ahnung, Merman, Zodak, She-Ra und Skeletor und Battlecat, brauche ich die She-Ra nicht mehr. Weil die habe ich schon, was weiß ich, wo gefunden oder von meiner Urgroßmutter zum letztjährigen Namenstag geschenkt bekommen. Natürlich. So, bedeutet für uns, egal ob es für dich jetzt ist, ne, oder für die Kollegen unten oder so, die Paywall-Zahlungsaufforderung wieder anpassen, ins Regal laufen, die eine Figur wieder rausziehen, wieder zurückräumen und. Kann man alles machen, ja, es sind Sonderwünsche. Ihr müsst euch aber halt nur bewusst sein, wenn ihr sowas macht, erstens, es frisst uns unheimlich viel Zeit. Die Zeit bräuchten wir eigentlich, um schneller voranzukommen, um schneller andere Vorbestellungen durchzubolzen sozusagen, um schneller andere wartende Kunden zu beliefern oder einfach auch mal, um noch Zeit übrig zu haben, um die eine oder andere E-Mail-Anfrage zu beantworten. Und ihr müsst euch natürlich auch bewusst sein, und das wollten wir einfach mal loswerden an dieser Stelle, dass so ein Move halt schon eigentlich auch unfair ist, jetzt nicht nur uns gegenüber, sondern halt den anderen gegenüber, weil es vielleicht halt Leute in der Warteschleife gibt, ne, die eigentlich natürlich später drankommen, aber die halt dadurch natürlich noch länger warten müssten. Und die es vielleicht jetzt schon nehmen würden. Sofort nehmen Genau, würden. die sagen, scheiß drauf, 2 Figuren, schickt es mir. Genau. Und das verzerrt und verschiebt und verwurschtelt und verhunzt schon so ein bisschen halt auch noch zusätzlich diese ganzen Abläufe. Und man muss halt wirklich sagen, und das ist natürlich Jammern auf hohem Niveau, aufgrund dieser Mengen, also wir sprechen ja hier nicht von einer Handvoll Kunden oder von einer Handvoll Figürchen, sondern halt aufgrund dieser Menge, wenn dann halt auch so diese Stolpersteine in der entsprechenden Relation kommen, boah, da gehen wir schon echt an Grenzen. Mehrmals. Was diese ganze Unplanbarkeit und oft, wie vorhin schon besprochen, lange Wartezeit angeht, da wissen wir, das hören wir tagtäglich, kriegen wir so zum Teil einfach sehr gefrustete E-Mails. Ne? So ein gefrusteter, so ein Frusttonus ist der Grundton, herrscht in der Community. Neben diesen ganzen Mails halt so, wann bekommt ihr das und könnt ihr das und das und das anbieten und so. Das wissen wir, das kriegen wir ab, das kriegen wir mit und wir sehen auch das als unsere schon, würde ich sagen, mit Aufgabe, da natürlich auch ein offenes Ohr für euch zu haben, das so ein bisschen abzufedern. Wir versuchen da so gut wie es geht mit euch zu kommunizieren. Das ist auf gewisse Art und Weise auf jeden Fall nachvollziehbar, aber auch wir. Ne? Genau, auch wir haben Frust. Nicht nur aus den genannten Gründen, sondern eben auch oder gerade wegen bestimmten Käuferverhalten, nennen wir es mal so. Es gibt immer welche, oder man hört auch oder liest dann aus den E-Mails raus, dass Kunden eben gibt, die bei uns vorbestellen, bei anderen Händlern vorbestellen, dann noch 3-mal in der Woche bei Real und Müller vorbeilaufen. Natürlich auch bei Amazon noch bestellt haben und vielleicht noch, ich glaube online auch bei Smith Toys und was weiß ich, überall, wo es geht, gefühlt. Genau. Ne? Und da halt dann einfach zuschlagen, wo die Ware am schnellsten verfügbar ist. Das macht ja natürlich Frust aus einfach, weil man kann mit den Mengen nicht planen. Man bleibt erstmal sozusagen auf dem einfach irgendwo sitzen. Klar, ist es nicht so, dass es wahrscheinlich im Lager verrottet, sondern es geht auf jeden Fall raus. Aber halt, es ist Arbeit und Aufwand, der dadurch entsteht, der einfach dem irgendwie nicht gerechtfertigt ist. Ja, haben wir ja gerade schon alles erklärt und das ist halt für uns ist das schon echt eine üble Challenge, wo wir ja schon ehrlich gesagt mit Sicherheit auch im Sinne vielleicht von Mitbewerbern, Kollegen, Konkurrenten, wie auch immer, also von jedem normal denkenden Händler da draußen, glaube ich, vielleicht einmal ein bisschen appellieren würde, ganz gern, macht es halt bitte nicht. Also es ist einfach nicht fair, es ist auch nicht fair, nicht nur dem Händler unfair gegenüber, sondern halt auch den anderen Mitsammlern, möchte ich mal sagen, ne? Weil sich halt alles verzerrt, alles verschiebt, die ganze Mengenplanung, die ganze Zuteilung und so weiter. Zeitversatz, also Zeit, die es frisst, was sich alles verzögert und so. Und im Endeffekt sind es ja wirklich sehr uncoole Moves, die, ich sage jetzt mal im allerschlimmsten Fall, wenn man das mal richtig krass hochspinnt, ne, die natürlich sogar dazu führen könnten, dass doch gewisse Figuren, Charaktere, Waves
irgendwann mal halt im extremen Überfluss da sind. Und dann braucht sich natürlich auch keiner wundern, wenn es irgendwann mal in der Zukunft an jeder Ecke vielleicht verramscht wird oder so, ja. Und das wollen wir ja auch alle nicht irgendwie, ne? Daher versetzt euch doch mal in unsere Lage. Ihr wollt nicht, dass die Händler euch was stornieren und genauso wenig mögen es natürlich die Händler, dass ihr was storniert. Also von daher, wenn ihr was vorbestellt, bleibt bitte dabei, storniert nicht. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, dann bestellt bitte nicht vor. Jetzt wird manch einer von euch vielleicht sagen, ja Mensch Leute, wenn ihr so viel Milliardenmengen und Umsätze bewegt mit den Origins und da so viel abgeht, warum stellt ihr dann nicht einfach noch 5, 6, 7 Leute ein oder 2, 3 und baut noch irgendwie eine Halle und so? Ja, ist ein geiler Vorschlag und wir sind auch dran. Allerdings wollten wir uns natürlich zum einen jetzt erstmal eingrooven. Wir mussten natürlich rausschmecken und mal abwarten und sehen, wie das, was wir alles jetzt erklärt haben, ne, wie läuft es mit Mattel, wie läuft es mit euch, wie läuft es mit der Quality und, wie kommen wir selber zurecht. Wir sind jetzt dabei, Tobi hatte da auch einige geile Ansätze, unsere internen, auch technischen Prozesse so ein bisschen zu optimieren, Arbeitsabläufe ein bisschen zu verändern, Strukturen ein bisschen anzupassen. Personal, klar, wir brauchen auf jeden Fall noch 2, 3 Leute. Und wenn es auch nur Minijob-Mädels sind, die beim Packen auch unterstützen, sind wir dabei. Hier natürlich muss man auch ganz ehrlich, ohne dass es eine Ausrede sein soll, dazu sagen, in Zeiten einer Pandemie ist es nicht ganz so easy, mir nichts, dir nichts, Leute einzustellen und die auch halt so, wie man es eigentlich sonst gewohnt ist, einzulernen. Da hat man einfach schon seine Grenzen auch, an die man da kommt und seine Stolpersteinchen halt. Ja, aber ansonsten eben, wie ich gerade gesagt habe, wir mussten auch erstmal uns eingrooven sozusagen. Genau, man muss halt einfach abwarten, das Jahr eben anschauen, wie es gelaufen ist, wo, an welchen Stellen vor allem halt Personal benötigt wird. Und da muss man auch nochmal dazu sagen, finde ich, wenn wir Personal einstellen, dann natürlich für sinnvolle Tätigkeiten, die uns was bringen und natürlich euch was bringen. Dass der Versand schneller geht, damit die Ware einfach reibungsloser alles durchläuft und eben nicht, dass wir 2 Leute einstellen, die den ganzen Tag nur Stornos bearbeiten. Ja, das wär echt nicht Sinn und Zweck der ganzen Übung. Genau. Ja, stimmt. Mit all den Sachen, die wir euch jetzt erzählt haben und die wir uns ein bisschen auch von der Seele geredet haben, wenn wir ganz ehrlich sind, ne, könnt ihr euch, glaube ich, denken, dass wir vor allem auch mit dem Druck, der da herrscht und mit zum Teil auch dieser Unruhe und auch der, auch für uns zum Beispiel finanziell nicht vorhandenen Planbarkeit, dass wir da echt durchaus, bin ich ganz ehrlich, wir alle reihum oder gleich gemeinschaftlich ein paar Mal durchaus an unsere Grenzen gekommen sind, was das Thema Origins angeht. Genau, und daraus hat sich dann einfach ergeben, dass wir keine Origins mehr anbieten werden. Ah! Nein, nein, Spaß. Ganz so schlimm wird es nicht. Aber wir werden einfach ab jetzt für die Origins keine Vorbestellungen mehr annehmen. Das heißt, alles wird dann, sobald es auf Lager ist, ab Lager freigeschalten. Und vorab gibt es dann eine Vorankündigung sozusagen der Artikel im Shop, die aber eben nicht mehr vorbestellt werden können. Genau, wir blenden euch hier mal ein Beispiel ein, wie das aussieht. Ihr seht also das Wort, wie Tobi gerade schon gesagt hat, Vorankündigung in einem knalligen Pink. Ich sage nicht, wer sich die Farbe ausgedacht hat. Werden Neuheiten, die eben vorangekündigt sind, werden im Shop eingelistet. Das heißt, wenn ihr die Sachen dort gelistet seht, eben ohne Kauffunktion zu dem Moment, ohne in den Warenkorb-Button, wisst ihr aber dann, wir werden es bekommen. Genau. Wann auch immer, in welchen Mengen auch immer. Wir werden nach wie vor reichlich bestellen, weil wir natürlich gerne viel verkaufen möchten. Letztendlich ist es natürlich uns auch ein Anspruch, die Community und am besten jeden zu bedienen. Ja, und zu versorgen sozusagen. Zu versorgen, genau. Wir brauchen auch nicht einen Hehl draus machen, dass wir natürlich auch Geld damit verdienen. Und ich glaube, das ist auch durchaus ein Teil unserer Daseinsberechtigung, ist logisch.
Wenn die Sachen also als Vorankündigung im Shop gelistet sind, dann wisst ihr, okay, wir kriegen die Sachen und wir haben uns eben aufgrund dieser verschiedenen Punkte, Aspekte und Problemchen dazu jetzt entschlossen, eben die Origins nicht über den Shop, über den Online-Shop nicht mehr in der Vorbestellung vorzuverkaufen, sondern dann, wenn gewisse Figuren, gewisse Mengen da sind, Genau, freischalten. Ablager freischalten und Ablager zu verkaufen. Und während ihr jetzt das Video guckt, stellen wir parallel unseren Shop um. Das heißt eben die neuen Lords of Power, Beastman, Wind Raider, Buster Hordak, eben alles, das gerade neu zur Vorbestellung ist, wird jetzt auf Vorankündigung umgestellt. Genau, wichtig dazu zu sagen, um da Missverständnisse vielleicht gleich auszuschließen, wer die bereits richtig regulär vorbestellt hat und von uns diese Vorbestellung schon storniert, natürlich nicht storniert, bestätigt bekommen hat, das wollte ich sagen, in den letzten, weiß ich nicht, 3-4 Wochen, also ich sage jetzt mal irgendwann im Laufe des April oder jetzt Anfang Mai, dem ist diese Vorbestellung sicher. Also da wird natürlich nichts irgendwie jetzt gedreht. Ne? Da könnt ihr beruhigt sein, könnt euch darauf verlassen, aber ab sofort stellen wir das um. Genau, das heißt, jetzt, jeder, der ab jetzt vorbestellen möchte und noch nicht vorbestellt eben hat, muss sich gedulden, bis die Wave dann ab Lager verfügbar ist. Genau. Gleiches übrigens gilt, weil da jetzt natürlich zum Zeitpunkt, übrigens unser Kalender hinten, der zeigt das August-Motiv nur deswegen an, weil He-Man und Battlecat drauf ist und nicht, weil schon August ist. Ne? Wir befinden uns jetzt mit dem Mai 2021. Jetzt wurden die Revelation-Figuren, die ersten Masterverse-Figuren, passend zur Netflix-Serie angekündigt. Ja, mega. Gestern am Vatertag eigentlich, glaube ich, war es, ne? Wo wir alle so ein bisschen noch mal einen Tag frei hatten und so. Aber es ging durchs Netz wie ein Knall natürlich. Und jetzt kommen die Fragen von euch, was uns total freut. Und auch da werden wir es so handhaben. Es wird mit Sicherheit eine riesengroße Nachfrage sein und wir wollen da auch den Druck ein bisschen rausnehmen und wollen uns nicht zu sehr verzetteln und auch mit den Masterverse-Figuren werden wir es so machen. Wir werden sie im Shop zum Kauf ab Verfügbarkeit anbieten. Sollten irgendwelche speziellen Sachen angekündigt werden, wie vielleicht noch eine Snake Mountain von Mattel, dann wird es natürlich Ausnahmen geben. Ausnahmen bestätigen bekanntlich die Regel, aber da guckt man dann von Zeit zu Zeit. Genau. Muss man dann einfach nochmal für Einzelfälle irgendwie nochmal umdenken oder anders entscheiden. Wird sich zeigen. Natürlich ist es auch so, dass wir Kunden haben, die sich mit der Situation abgefunden haben, muss man schon sagen, die entspannt damit umgehen und die einfach in Ruhe vorbestellen wollen und abwarten. Für die haben wir uns was ganz Besonderes ausgedacht, denn ihr seid für uns natürlich die absolute Elite. Da sind Leute dabei, die sind seit Tag 1, Stunde 0 mit an Bord und schippern mit uns durch Eternia. Sind ganz tolle Neukunden, ne? Du hast es selber mitgekriegt. Ganz tolle Neukunden dabei, die noch nicht lange dabei sind, aber die halt so brennen für die Origins und die auch unseren Service schätzen, die gerne mit uns auch zusammenarbeiten. Super im Kommunizieren sind auch, ne? Wo es einfach richtig geil flutscht, die ihre Sachen zeitnah abnehmen und einfach eine tolle Kommunikation mit uns haben. Und halt bei den Vorbestellungen bleiben. Bei den Vorbestellungen bleiben und wo es halt einfach super gut läuft und die das gerne weiter aufrechterhalten möchten. Und für euch haben wir uns Folgendes ausgedacht. Ihr seid nämlich unsere Heroic Warriors. Für unsere Heroic Warriors werden wir jetzt eben im Shop und in allen anderen Systemen eine neue Kundengruppe anlegen und für die wird sich eigentlich auch einiges ändern. Sie werden auf jeden Fall besser betreut. Noch besser. Noch besser. Sie werden auf jeden Fall entspannt und effizient die Origins bestellen können. Wir werden einige Abläufe dementsprechend anpassen, so eine komplett neue Zuständigkeit, auch die Struktur bei uns intern anpassen.
wovon wir uns einfach eben noch eine höhere Effizienz und eine direktere, schnellere Abwicklung eurer Vorbestellungen, eurer Bestellungen, eurer Pakete, wenn es dann rausgehen soll, versprechen. Und ja, letztendlich eigentlich, dass es für jeden noch besser von der Hand geht. Unkompliziert einfach. Unkomplizierter, genau. Und dass jeder da einfach noch groß davon profitiert. Genau, also das Wichtigste soll einfach sein, dass jeder davon profitiert und dass es einfach schnell und einfach flutscht. Genau. Ein Punkt davon wird sein, dass wir zum Beispiel für jeden unserer Heroic Warriors Kunden einen persönlichen Spacler, also jemand aus der Crew, zuweisen. Das heißt, es ist also noch persönlicher, noch individuellere Betreuung. Mag aufwendiger klingen, wir haben uns aber schon so ausgedacht, dass es wahrscheinlich insgesamt besser von der Hand geht, weil dann der Tobi weiß, er hat den und den und den und den Kunden, ich bediene die Kunden, die Andrea ist für jemand anders zuständig und so weiter. Das Ganze kann dann einfach intensiver betreut werden und geht, wie gesagt, mit Sicherheit schneller und effizienter von der Hand. Beim persönlichen Ansprechpartner könnt ihr eben dann eure Vorbestellungen platzieren. Ihr könnt bei Fragen euch jederzeit an ihn wenden. Ihr werdet mit News versorgt. Alle Änderungen oder Spielregeln, einiges an drumherum, wird dann auch der persönliche Ansprechpartner mit euch noch durchkauen im Detail. Ist alles nicht dramatisch, wir haben es alles sehr, sehr einfach gehalten. Und wir haben auch ein schönes PDF zusammengestellt, da ist auch wie so ein Factsheet nochmal. Das kann man sich gerne bei uns anfordern oder wir kommen von selber auf euch zu, wenn ihr Interesse habt, daran teilzunehmen. Jetzt fragt euch bestimmt, wie kann ich teilnehmen oder wer kann alles teilnehmen? Grundlegend eigentlich jeder, natürlich jeder, der, ich sage mal, einen hohen Bedarf an Motu hat, also der starker Masters of the Universe Figurenkonsument ist. Für einen Gelegenheitskäufer, das ist einleuchtend, denke ich, der halt irgendwie im Jahr 1, 2 Figürchen kauft, macht es natürlich keinen Sinn, weil ein gewisser Aufwand ist natürlich damit verbunden. Wir bitten euch aber natürlich um Verständnis, dass wir jemand, der die Hälfte oder gar 80% seiner bisher getätigten Bestellungen modifiziert oder gar storniert hat oder der halt, weiß ich nicht, wirklich mit Geduld und diesen Mattel-typischen Problemchen da massiv nicht klarkommt damit, dass wir den eigentlich nicht mit ins Heroic Warriors Programm aufnehmen können. Das soll jetzt auch nicht gemein klingen oder so, aber wie wir es ja schon erklärt haben, wir versprechen uns ja auch eine Beschleunigung, eine Erleichterung, eine Verbesserung der Abläufe. Und da wäre natürlich jemand, der ständig hin und her springt und nicht weiß, was er will, auf Deutsch gesagt, nicht, also es wäre einfach eine kontraproduktive Maßnahme sonst. Da übernehme ich jetzt den Part als Bad Cop und sage, der muss halt dann bitte Ablager bestellen. Genau, darf er trotzdem bei uns kaufen, freuen wir uns auch drüber, aber dann einfach halt Ablager straight. Genau. Wichtig vielleicht auch noch gleich hinzugefügt, wenn ihr dann mal in den Genuss kommt der eines Origins Sale Events, das klingt ja schon wieder so dramatisch, aber es wird so sein, wir werden dann, wenn wir Lieferungen bekommen, werden wir die ankündigen. Also wer dann sagt, okay Mensch, aber wie erfahre ich denn, wann gibt es bei Space was Ablager zu schnappen? Folgt uns auf Social Media. Wir werden auch auf YouTube versuchen, mehr Content noch, also Motu-Specials zu bringen oder eben halt Facebook und Instagram. Wir werden wirklich so ein bisschen Vorlauf, mindestens ein paar Stunden, wenn nicht einen Tag Vorlauf lassen, wenn wir eine Lieferung bekommen, wo wir sehen, okay, das sind noch, was weiß ich, 40 Hordax, 30 Landsharks und übrig und wir werden die im Shop Ablage zum Kauf anbieten. Werden wir es vorher ankündigen, damit jeder auch die Chance hat zuzuschnappen und unseren Server in die Knie zu zwingen zum jeweiligen Zeitpunkt. Das auf jeden Fall, da ist es einfach hilfreich, wenn ihr unsere News abonniert. Was wir uns auch noch überlegt haben, ist, gerade für die Sorgenkinder hier, dass wir im Shop noch eine zweite Preiskategorie anlegen werden für eben solche Fälle, die nur zum Auspacken gedacht sind und die dann mit einem gewissen Rabatt versehen sind. Ja, so haben wir vielleicht auch ein bisschen die Angst weg, irgendwie auch auf sowas sitzen zu bleiben, was wir ja nicht glauben, aber trotzdem geht es vielleicht auch noch mal schneller, kriegen wir einen schnelleren Durchsatz hin. Jedenfalls, jetzt haben wir uns echt mal einiges von der Seele geredet. Es war tatsächlich so geplant, muss ich ganz ehrlich vielleicht noch kurz erzählen, ich hätte gern im Sommer so ein
Origins Resümee nach gut einem Jahr. Hätte ich gerne ein Video gemacht, ich habe gesagt, hey, da habe ich voll Bock drauf. Jetzt haben wir das ein bisschen vorgezogen zeitlich, wie gesagt, schon in den Mai und haben es jetzt eben kombiniert mit diesen Veränderungen, die wir uns jetzt ausgedacht haben. Die sind jetzt einfach im Laufe der letzten Wochen eigentlich. Es ist vermehrt in den letzten Wochen einfach aufgetreten, dass wir gesagt haben, wir müssen das einfach vorziehen und jetzt den Punkt machen, weil sonst klappt es nicht mehr. Ja, nee, sonst kommen wir so an die Grenzen, dass wir irgendwie an der Wand zerschellen. Und das wollen wir ja nicht, weil es geht ja weiter, ne? Ja. Nicht nur mit den Origins, sondern halt auch Revelation und was weiß ich. So. Und dann haben wir halt immer wieder unsere Köpfe zusammengesteckt. Nicht nur wir beide, sondern auch natürlich mit unserem Tobias, der unten das Tagesgeschäft managt, zusammen mit Katharina und Andrea. Mit Sabine natürlich auch, die einfach so die Chefin im Ring, im Lager ist. Und die halt manchmal auch echt so mit sowas oder dann... Was soll ich da verschicken? Ja. Gerade schon am Zumachen Paket. Warte mal, machst du gerade den und den zu? Der hat gerade eben geschrieben, er will den Hordak doch nicht oder so. Nochmal alles raus. Also das waren einfach so Sachen, die haben uns jetzt dazu gebracht, zu reagieren oder jetzt vor allem zu reagieren und jetzt diese ganzen Punkte, die wir mit euch besprechen wollten, in diesem Video zu verbinden. Ja, wir hoffen halt natürlich jetzt, das ist jetzt mal so eine Abzweigung oder so eine Abbiegung, würde ich sagen, die wir jetzt gehen, dass dieser leicht veränderte Weg Benefits für alle bringt, für alle Beteiligten. Wie gesagt, dass wir gemeinsam weiter cool an diesem Origins-Strang ziehen. Natürlich ist das jetzt alles auch nicht für alle Ewigkeiten Stein gemeißelt. Ne? Ja. Man muss gucken. Also wir haben ja auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen und ganz viel hängt auch von den äußeren Umständen ab. Wie geht es weiter seitens Mattel und. Aber wir dachten uns jetzt einfach mal, wir machen das jetzt mal so. Sind sehr gespannt aufs Feedback. Ja. Oh ja. Wir sind vor allem gespannt, wie wir auch selber damit zurechtkommen, wie es bei euch ankommt. Sind auch gespannt auf eure Fragen. Wir dachten uns, vielleicht machen wir in 2-3 Wochen. Vielleicht, wenn die beiden Target Walmart Exclusives hier eintrudeln, nochmal ein Follow-up live, vielleicht sogar einen kleinen Livestream auf YouTube, wo wir sonst auch gerne noch live die eine oder andere Frage beantworten können. Müssen wir mal schauen, wie wir das zeitlich hinbekommen. Ansonsten, ihr wisst, meldet euch gern bei uns. Am liebsten ist uns per E-Mail, Facebook und sowas immer geht, aber wird eher tatsächlich ungewollt oder unabsichtlich auch mal übersehen. Oder ruft sonst an, aber gern per E-Mail. Wie gesagt, wir versuchen wirklich so schnell wie es geht und so gut wie es geht zu antworten. Ja, und jetzt gucken wir einfach. Und schauen, was wir in einem Jahr dann sagen. Ja, genau. Vielleicht sitzen wir in einem Jahr hoffentlich wieder da und sagen, jetzt ist alles gut. Genau. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank für vor allem eure unfassbar krasse Kaufbereitschaft, die ihr vor allem natürlich bei uns an den Tag legt, aber allgemein eure krasse, geile Begeisterung für Masters of the Universe. Tobi ist noch ein paar Jahre jünger als ich, aber ihn hat es natürlich auch voll in der Kindheit erwischt. Ne? Klar, natürlich. Das ist, wo wir alle herkommen, Mann. Und das ist so geil, das täglich aufs Neue zu teilen. Also es ist einfach, da geht einem das Herz auf. Das ist so cool, auch jetzt mit Revelations, ja. Mega. Wird ein geiler Sommer. Uns, ja. Wird ein geiler Sommer. Wir bedanken uns bei allen, wie gesagt. Und ihr seid super. Bei der Macht von Grayskull.